Jo, da bin ich wieder. Kurz Kaffee holen und alles umgestellt. Es müsste eigentlich so laufen ohne Probleme. Und im Endeffekt geht's auch, glaube ich, gleich auch schon los. Ne? Ich muss nachher nur gucken, dass ich dran denke, dass ich den Ton wieder einschalte, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Ton zeigen darf. Ach, ich habe die Einstellungen vergessen. Da, weil ich es gerade sehe. Summer Game Fest X KabelSalat. Na, vielleicht nenne ich es noch 2022. Bifi schaut. Schaut Summer Game Fest. Jetzt die Frage, ob besonderes Event ist das, glaube ich, ne? Ja. Zack. Dann Co-Stream noch eintragen. Yo, ist kein Casual Playthrough, aber ist ein Hauch von E3 Licht in der Luft. Das ist doch auch schön. So. Gerade halbes Hähnchen gegessen. Nice. Sehr schön. Dann bist du gut vorbereitet und brauchst kein Popcorn mehr. Ich habe übrigens hier nichts. In 40 Sekunden geht's auch quasi los. Ja, was erwartet uns? Keinen blassen Schimmer. Kein blassen Schimmer. Wobei ich schalte jetzt mal den Ton ein, weil es geht ja in einer halben Sekunde. Geht's ja los. Zack. Ja, und die Musik lasse ich jetzt laufen. Zur Not muss ich sie halt einfach rausnehmen. Oder drüber quatschen. Ist vielleicht auch nur eine Idee. Weil dann kann ich den Stereo-Mix eigentlich auch mal wieder hier hinschieben, damit ich ihn aktiv auch sehe. Ich mach Audio, glaube ich, doch lieber aus. Irgendwie kenne ich das Lied dann doch wieder. Naja. Wird nach Elden Ring letztes Jahr schwer. Ja, wie gesagt, viele haben auch gesagt, dieses Jahr wird so ein bisschen meh. Okay. Na ja, gut, okay. Aber wie gesagt, herzlich willkommen zum Summer Game Fest mit Jeff Keighley. Da ist er. Jetzt kann ich auch Musik mal machen. Hello everybody, I'm Jeff Keighley and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, and whether you're streaming from home or watching inside an Also eins muss man den Leuten lassen, die Kulisse. Ist der grauer geworden? Wir werden alle grau. Egal wie grau ich und Jeff Keighley werden, der Schmidt ist grauer. Schmidt ist der Graue. Ist das denn vom Ton her für euch okay? Ist der laut genug? Kann ich ihn überstrahlen mit meiner Stimme? Jeff, man sucht sich seine Schreibweise, ja. And will make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, let's face it. Ach, der Banner ist nicht angepasst. Mist, ja, dann gibt's keinen Banner. We've got a lot of great stuff. So let's get started. Daran habe ich nicht mehr gedacht, an den Banner. Na, Mist. Aber danke für die Erinnerung. Ist nicht mehr Limited Run, ja. Okay, also wie gesagt, es wurde ja angekündigt, dass wir uns nur um Sachen kümmern, also nur Sachen angekündigt werden oder genauer Blick drauf geworfen werden von Sachen, die bereits schon angekündigt worden sind. Warum jetzt hier schon wieder Street Fighter gezeigt und vorgestellt wird, ist sehr fraglich. Na gut, dann mache ich das hier ein bisschen lauter. Bin ich schon auf 12 dB. Schauen wir einfach mal. Man muss die Zeit füllen. Ja, es sollen irgendwie 90 bis 120 Minuten sein. Oh, geil. Oh, cool. Sonic Boom. Let us hear us. Im Endeffekt wurden ein Teil der Charaktere von Street Fighter 6 wurde ja quasi auch schon geleakt durch diese Artworks, die im Internet aufgetaucht sind. Deswegen Überraschung. Ja genau, Capcom macht noch ein eigenes Showcase, wo sie auch nochmal Street Fighter 6 zeigen. Also irgendwie kann man machen.
Aber der Schnäuzer ist nett. I'm just on another level. Geil ist schon. Geile Kuh, geile Sau. Auf jeden Fall. Ja, deswegen ist dann, wenn die das hier schon wieder zeigen, ist halt die Frage, was zeigen die dann in ihrem eigenen Showcase? Vielleicht Monster Hunter. Ein bisschen mehr. Oder E-Sport. All right. Naja. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Was? Check this out. Nein, neue Spiele gibt's doch nicht. Nur die, die angekündigt worden sind. Ah, haben wir wieder unser World Premiere. Toll. Focus Entertainment, okay. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Was willst du sein? Get that door closed now, Private. Könnte Sci-Fi sein? Close that Vielleicht door. irgendwas mit Alien oder so? Ray didn't make it. Weil haben die Rechte an Alien? Releases of One Piece. Willis, take the lead. 2198 ist zumindest Zukunft, ja. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. Okay, Alien ist es nicht. In Alien gibt es keine Zombies mit blauen Löchern in den Rippen. Oder vielleicht doch? Scheiße. Willis! Open fire! Go, go, go! Alvarez, through that door! Ja, aber bei den komischen Zombies mit dem blauen Loch, da war ich dann doch ein bisschen skeptisch. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, Es ist halt die Frage, was will es sein, I ne? still see it. Also es ist kein Alien Colonial Marines. Ich glaube, da haben die... Ja, wobei, das war ja Sega. And someone needs to know. Oh, schick. Hi. Na, Party? Potato Party. Dark Diesels, okay. Okay. XCOM-like Game, okay. Kann ich auch. Oder ein Twin-Stick-Shooter. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Yay. Okay, World Premiere, mal ein bisschen Gameplay zu Callisto Protocol. Das Spiel, wo hinter die ehemaligen Dead Space Leute dran saßen. Wurde übrigens auf der State of Play letzte Woche gezeigt. Jetzt sehen wir es nochmal. Aber hoffentlich mit ein bisschen mehr Gameplay. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Aber bisher sehe ich noch kein Gameplay. Das ist der gleiche Trailer wie bei der State of Play. Would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth.
just love that last part. Nee, wann soll das kommen? 2. Dezember? Igitt, bist du hässlich. Gives me Ich hoffe, du meinst die Alien, nicht mich. Ja, wie gesagt, genau, 2. Dezember. Ja, also, es ist nichts für mich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da Leute definitiv drauf abfahren wie Hulle. Und die Gameplay-Sequenzen sind jetzt auch nicht schlecht aus. Ja. Welcome to your new home. Yummy, ja, genau. Lecker, genau. Hat jeder gesehen, alles klar. Halbes Gesicht weg. Ja. Ich kann mit der Dead Space-Reihe noch damit was anfangen. Das ist mir That's einfach right. We know what zu you wanted to gruselig. see. And joining me now, Glenn Schofield, striking distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in Ist ja für COVID, Gummis, blows me genau. away. So Lecker congratulations. Hirn Yeah, thanks, man. und Augen und Nase Thanks for und having us. I Knorpel really und do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year. And Ich weiß gar nicht, es sollte, glaube ich, auch für die Next Gen rauskommen, ne? Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Achso, wir sehen jetzt noch mehr Gameplay. Okay, cool. Ohne Hub, weil die Lebensanzeige ist ja hinten am Nacken wie Dead Space. Nur halt einmal um 90 Grad gedreht. Noch mehr Ketchup. Ja, viele sagen Ketchup, Marmelade. Wobei es hat schon eher so ein bisschen was von geplatzter Pflaume. Ich bevorzuge Mayo, also richtig schön, Alter. Lecker. Nein. Ah. Hat so ein bisschen was von Half-Life, oder? Gab's auch diese Gravity Gun, ne? Sowas haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Control, stimmt! Control, ja, sorry. Gab's sowas ja auch. Diesen ranwarpen und dann wegschießen. Okay, ja, klar. Okay, jetzt mit Anzug.
So wie es aussieht, ist das nur hinten am Nacken und Hologramm. Gleich wenn er wieder... ja. Hier hast du deine Mayo, sie ist nur gelb. Das Wasabi. Wasabi shoot. Woran mich das auch erinnert mit dem Rotor, denke ich direkt an Bulletstorm, ne? Oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Ey, ohne Flachs muss man das zeigen? Oh my God. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering Ja gut, odds Fantastic are Shark, just es the muss halt auch irgendwie durch die Here USK. Ne? is Modern Warfare 2. Aber wenn Dead Space 1, 2, 3 das schafft, dann denke ich, bei Callisto Protocol soll es auch kein Problem sein. Aber es halt, weiß man halt nicht. Ne? Kann ja auch abgemildert werden. Für uns. Aber egal. Call of Duty Modern Warfare 2. Das war doch... Ist doch im Endeffekt das Remake zu Teil 2, was 2009 rauskam? War das 9? Sie hat es gerade gesagt. Ah Mann ey. Hirn wie ein Sieb heute. Wobei sie mittlerweile viel mehr durchdenken. Ja, früher, ja. Das stimmt. Ist ein Reboot. Ah, okay, gut. Ist aber ein neues Call of Duty. Ja, ist aber ein Reboot. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. You've got 3 AQ internal. 2-1 making entry. So, cut right clear through. Ich weiß gar nicht, hat sich das Call of Duty von letztem Jahr eigentlich gut verkauft? Wie ist es denn nochmal? Vanguard, Dankeschön. Rim clear. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Scorers, right side. Two above. Ist halt auch jedes Jahr dasselbe, ja. Also ich habe Black Ops 2 gespielt, aber da fand ich im Multiplayer auch nur hier Abschuss bestätigt cool, weil du schießt jemanden ab, es liegt eine Marke auf dem Boden, die hebst du auf und dann kriegst du noch einen Punkt oben drauf. Das fand ich nice. Du kannst dann auch die Marken wieder zurückerobern, damit die Gegner nicht punkten. Das war ein geiler Modi. Dann habe ich gehofft, dass Ghost, das damalige Next-Gen Call of Duty für die Xbox One gut ist und irgendwie war es... Nee. Das ist auch eines der wenigen Spiele, wo ich gesagt habe, weg. Will ich nicht haben. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Auch Multiplayer war dann eher so cheesy. Ja, wie gesagt, die Entscheidung, wenn das halt mit dem Deal mit Microsoft und Activision dann jetzt auch irgendwann mal so richtig fest ist, macht das ja auch Sinn, mal Call of Duty mal ein Jahr Pause zu geben. Weil jedes Jahr ein Call of Duty stumpft halt ab. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship.
They're gonna launch that missile. It's first stage. There's still time. All shadows. Missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all. Ja, ist auch. Na, man kann die Cash Cow zwar ausmelken, bis zum geht nicht mehr, aber irgendwann kauft es auch keiner mehr. Ich glaube, die ersten Anzeigen sieht jetzt langsam die Call of Duty Reihe, obwohl es verdammt lange gedauert hat. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es mal früher passiert, dass dann wirklich die Verkaufszahlen mal runtergehen, aber das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren festgestellt, so, ja, geht ein bisschen runter. Wobei sie es ja, glaube ich, erst seit kurzem ja so haben, wir bringen einen neuen Teil, dann bringen wir einen Reboot, dann bringen wir einen neuen Teil, dann bringen wir einen Reboot. Gab ja auch ein Reboot zu Modern Warfare 1. Und der war auch nicht schlecht, habe ich gehört. Ja, über die Skandale in Activision und Blizzard brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden. Da gibt es leider genug Leute, die sich das Thema angenommen haben und festgestellt haben, so, ja, so gut läuft es da, aber nennen wir einen Publisher, wo es gut läuft. Das wird schwierig. Naja, aber es ist ein anderes Thema. Und runter vom Seil. Es ist also auf jeden Fall grafisch gesehen schon gut. Ich habe die Mission zwar nie in Modern Warfare 2 gespielt, aber es sieht halt nicht schlecht aus. Wobei, an die Szene kann ich mich irgendwie erinnern. Gab es sehr oft in Top 10 zum Beispiel. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Reloading. They're forcing up. Bass verkehrt, ich weiß es nicht. Ich bin gerade selber auch am Straucheln. Ich kann mich zwar an eine Bootszene erinnern in Teil 2 oder was Teil 1 oder was Teil 3. Wofür war denn Teil 2 bekannt? Das war doch hier diese Mission, wo du in diesem Hotel die Geiseln hast oder so, ne? Oder wie war das? Oder war das? Oder hau ich das jetzt mit Blick auf? Ich habe keinen blassen Schimmer. Die ganze Story und so weiter, keinen blassen Schimmer. Ja, das kann gut sein, dass im ersten Teil irgendwas mit Schiff war. Ich glaube, das wurde auch, glaube ich, vor 2 Jahren mal gezeigt. No Russian, genau, das war's, ja. Mit den Geiseln. Stimmt, oder was, Luca? Ja, wie gesagt, zu lange her. So, jetzt reizt auch ein bisschen mit Call of Duty weiter, next. Schaut mal, ja, ich hab das Original. Ich bin auch immer noch der Meinung, Call of Duty ist nett, aber ich bin noch kein Fan von Kriegsspielen. Ich kann damit auch einfach nichts anfangen. Und ich muss es wissen, ich habe 3 Battlefields auf Steam und alle nicht gespielt. Aber der Gameplay-Trailer war jetzt okay. Ja,
ein bisschen zu lang. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with Was us. jetzt halt And nur also kommt, ist Jeff dieses from kleine Infinity Ward. Tell me about your game. We saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and, of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and aber wie gesagt, das Gameplay hatte jetzt auch so eine typische, ich zeige es auf einer Xbox Preview-Länge. War jetzt nicht zu lang. Ich habe nur Schiss, dass es bei Microsoft Stream wieder auftaucht. Wobei es eigentlich so eine PlayStation-exklusiv DLC-Gedöns, ne? Disciplines, as you saw everybody coming together, some really motivated devs here, and you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. 4 Monate. You're going to see bisschen mehr als 4 incredible Monate. rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Spannende Frage, warum trägst du das so? Warum sollte sie es nicht? Okay. We're affectionately calling it Warzone 2 Ich frage mich nur, ob diese grüne Farbe eventuell eine Bedeutung haben könnte. Experience of Warzone for current existing players as well. So wobei die grüne Farbe steht natürlich für die 2 Striche im MW für Modern Warfare. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There was a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high-rise and other elements. But we will get into the details of kein Warzone Update mehr für 2.0 Warzone 1. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. So all the more reason why we think this game, this moment, is such an important title for all of us, looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the Ich glaube, der Multiplayer von den Call of Duty-Teilen lief auch immer über das Battle.net, ne? All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I love this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Keine Ahnung. Ein PC-Spiel, was vor 30 Jahren das letzte Mal rauskam. Und es ist... Oh, Another World. Ja. Okay. Oder irre ich mich da? Ich habe Another World ja nie gespielt. Hab's aber auf 1000 Plattformen. Okay. Hatte heute den Xbox-Kühlschrank im Warenkorb. Wieso hatte? Doch dagegen entschieden. Flashback? Ah, das lag ja komplett falsch. Sorry. Flashback 2.
Flashback kam doch auch für die Switch raus, ne? All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Oh, Gazi, das kann gut sein, dass du Flashback für den NES hast. Das Spiel ist auch wirklich so alt. €129 für 12 Dosen. Na ja, gut. Also das erste, was mir positiv aufgefallen ist, wenn er mit dem Colt ballert, wird vorne der Hals von dem Schießeisen heiß. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Schönes Detail. Eindruck war okay. Early Access soon, Wishlist. Hat so einen Hauch von so Gameplay-technisch von Bioshock gehabt mit der anderen Hand, wie er dann. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. So. Zumindest wird es nicht mehr gesagt mit World Premiere. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Solis, everything okay in there? Na, Mass Effect habe ich habe jetzt kein EA oder so gesehen, ne? Also Mass Effect glaube ich. Das ist doch hier die Verfilmung von Mensch, Amazon Prime Sci-Fi-Serie, Mensch. Wie hieß sie denn nochmal? Damn! Wird gleich genannt. Das würde mir jetzt direkt einfallen. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Da war ja auch irgendwas in Entwicklung. Fort Solaris, okay, vergiss, was ich gesagt habe. Ich glaube zu wissen, welche du meinst. Aber ist es nicht. Aber dazu ist ja auch was angekündigt worden, dass da auch irgendwas kommen soll. Dann Point-and-Click-Adventure, glaube ich, von den Leuten hinter... Ach Mensch. Team up. Telltale. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, Nicht hinter Telltale, who are your sondern characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Habe ich übrigens alle Staffeln gesehen. The battle we've been waiting to see. Letzte Staffel fand ich nur ein bisschen man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, Bleib this auch is dabei. awesome, man. Es war It's so ein great to bisschen be da. here. Thanks for Was da having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance Also engineer. The Expanse ist allgemein sehr zäh. Martian mining post. Aber wenn es dich dann einmal gepackt hat, dann macht es doch, dann wird es dann doch sehr interessant. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far Aber gut, wir haben ja jetzt hier was apart from anderes their orbits around the erwartet. sun. Anderes So bekommen, help und is zwar not a Fort simple call away. Solis. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder,
you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege of getting to see this guy and watch him in action. I work love with to the work. best, I love and me. the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I your guess I've socks seen off. some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront Keine Ahnung, ob of es noch this. weitere Genres And geben to wird. speak to the Das performance weiß ich capture nicht. aspect, we brought in an incredible, I gotta give him a shout out to Nathaniel, our Das sind stunt auf jeden Fall coordinator, Spiele, die who irgendwie schon walked us angekündigt through worden and sind. really Und jetzt approached stellt this man in a fest, so, completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want also to wie know gesagt, the story die in mal this fight. angekündigt worden And sind, so aber Roger and I sat down, die we said, wahrscheinlich these are kein our Mensch auf dem characters Schirm are, and he hatte. goes, give Also me ich 1 hour hatte and I'll weder come Fort back to Solos you with noch the story of this fight. Witchfire And noch, after an hour, wie he hieß das comes to us zweite and he Spiel, das goes, it was angekündigt haben, wo ich den Namen vergessen program. It habe. was 12 steps. Hatte ich nicht auf And he dem Schirm. walked us through this Hatte ich gar nicht auf incredible dem Schirm. fight. And about halfway through it, I started tuning him out, and I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders, and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot Leute, of trust. keine Zeit that mehr. worked out. Yeah, I mean, We're big, excited big about it. stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be on here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right. Ja, aber es ist well, halt next mal up, schön, dass keeping up auch mal with eine the Bühne space für theme, solche it's Titel time to mal world premiere a very exciting new game. vorgestellt wird, which will damit feature man a eventuell musical darauf score aufmerksam by wird. industry Dafür ist, glaube ich, das legend Summer Mick Game Fest Gordon. auch eigentlich bekannt. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Ah ja, der Witz dabei ist, es sind alles Weltpremieren. Das ist leider so. Es ist irgendwie alles so dunkle Sci-Fi-lastig heute. Tadam. Mir gefällt das Spiel jetzt schon nicht. Ach. Da liegt ein Roboter und da ist hinter noch einer. Oh. Hi. Ja. Einmal zartes Händchen und dann, ja. Routine. Ja. Okay. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is Immerhin now kein officially Ketchup, ja. back. I can't wait to see more.
Da Now it's ballert time man to ja check auch in auf with a Roboter, very die special durchgedreht sind. guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live Den streaming guten right Rock beim now Training gestört. around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron der ist oben Paradise, ohne. Yep. powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big Das drink Rock, energy. ja. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, Ja, as stimmt. millions of you know around the world, Da you hat know the ja Black einen Adam Film am mythology. Laufen. Marvel. He is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers, is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the November DC universe oder Oktober. change. Oktober. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. Jojo. This is Und Black Adam. du viel Spaß beim dem, was du getan hast. Black Adam. What have your powers ever done Okay, to you? du hast den Trailer gesehen. Jetzt siehst du ihn nochmal. Nothing but nothing. Gut, dass ich ihn nicht gesehen habe. I was a slave until I died. Then I was reborn. Fragt nicht, warum. Gucken wir uns jetzt den Trailer an. Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Ach, ich bin auch so doof, ne? Marvel und DC habe ich vertauscht, ne? Ist egal. Jo, damit habe ich nicht gerechnet, dass die Outriders nochmal mit einem weiteren Add-on nochmal ausstatten. Also eigentlich bin ich davon eigentlich ausgegangen, dass das letztes Jahr, Anfang des Jahres herauskam und es ist irgendwie nicht angekommen ist, aber ja, es lebt noch. Ich glaube, letztens ich sogar darüber eine News und ein Interview gestolpert, dass die da doch gesagt haben, ja, aber wir haben jetzt ein neues Erweiterung. Leute. Geht es nicht um Games? Bär, ja, es geht nur um Games, aber das ist das Summer Game Fest. War letztes Jahr war irgendein anderer Film drin, ich weiß noch nicht bei welchem.
Na, also Outriders hat im Endeffekt das einmal mitgemacht, was Destiny 1 auch mal hatte. Na? Deswegen. Aber ja, ich war selber auch leicht überrascht, dass die gesagt haben, ja, wir bringen nur eine Erweiterung. Also, okay, cool. Ja. Okay. Oh, ein Übersichtstrailer von Spielen, die demnächst kommen. Cool. Also kommt die Cuphead-Erweiterung auch jetzt schon dieses Jahr, okay? Hätte ich gar nicht mal auf dem Schirm. Ja, okay, cool. Obwohl Nintendo eigentlich gar nicht Partner war, haben sie trotzdem einen kleinen Trailer irgendwie reinpacken können. Das war nett. Ah, Vollgas. Kommt ja jetzt auch für alle Plattformen bis auf Steam. Und ist free to play. Ich muss leider sagen, ich habe da ein bisschen Bock drauf. Vollgas ist schon längst tot. Na. Vielleicht der Reanimationsversuch. Also ich würde es zumindest mal ausprobieren, wenn es Free-to-Play ist, weil ich habe ja lange jetzt gewartet auf die Switch-Version. Ja, und wenn es jetzt Free-to-Play ist, why not? Mal ausprobieren, gucken, ob es was ist. Na, es kann natürlich auch hier das Super Bomberman Online-Problem sein, dass es dann irgendwann abgeschaltet wird. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Frost Giant Studios. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. Repeat, I have it. Mission accomplished. Doc, I've got this. Das Vieh kennt irgendwer, okay. Bei mir leider. Nee. Selbst beim Mecha-Sack kommt mir nichts. Aber mich würde mich jetzt nicht wundern, wenn da Warhammer stehen würde, aber ich will mich ja jetzt nicht auch nicht komplett blamieren.
bet you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Okay. Registrieren für die Beta. Ah ja. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some I mean, you know, you guys RTS steht für Round StarCraft Task wants to know about races. Strategy, tell us about oder the wie war's sides in noch? this RTS game. Tactical? Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about Hey, wir würden your gern StarCraft background machen, pedigree of aber the team, nee, wir nennen es where dann do you want to push Stormgate the und RTS nehmen genre? dann It's something we've all lassen die loved ähnlich for aussehen. Warum decades, nicht? but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual Aber der gameplay Trailer hat made in mich jetzt Unreal nicht Engine. abgeholt. But So ein bisschen any sense Gameplay of wäre jetzt what auch you mal want to do nicht for the schlecht, gameplay in this den game? man jetzt einfach mal drüber blenden könnte. Dieses, dieses blöde Problem bei Interviews. Es ist ja nett, den Entwickler zu sehen und aber vielleicht auch mal ein bisschen Futter dazu zu packen, wäre nicht schlecht. We're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that, just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, you know, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Klar. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. No one suspected the coming dark. The wave was coming, but the sky was clear. I let it wash over me. Swept away, swept away, swept away without fear. Swept away, swept away, swept away without fear. Ja, gut. Das mit StarCraft groß, dass es auch geben wollte, ja, ist ein bisschen. War vielleicht nicht die beste Entscheidung von Blizzard. Aber ja, ist halt so. No one suspected the coming dark, the coming dark. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict,
and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Okay. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Okay. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Mhm. Jetzt nicht uninteressant. Apparently, we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Ich glaube, ich werde alt. Momente mal. Momente mal. Ich kenne diesen Trailer irgendwo her. Irgendwie hat das ein bisschen was mit Gefallen. Wenn jetzt Zombies kommen, dann weiß ich Bescheid. Hä? Oh nein, ist das hier Goat Game? Oder wie heißt es denn nochmal? Oh nein. Das ist eine Hommage an Dead Island 2. Warum? Der Ghost-Simulator. Damit habe ich nicht gerechnet. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Ja, Marvel nicht nur and dir GA ist Teil 2 announced kann. Ich weiß auch Marvel's gerade überlegen, Midnight was Suns, ist a doch Teil 2? Nee, tactical Teil RPG 3. from Firaxis Games, the studio behind Ja, war cool. XCOM and Civilizations. Heroes Ich from glaube, the Avengers and bisher mein X-Men Highlight. crossover Weil with ich habe mit allem supernatural gerechnet, like aber nicht Blade damit. and Ghost Rider So for cool. a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. This world has no hope under your watch. Midnight Suns, okay. Surrender your pain to me, and I will make you whole once more.
Mother won't hurt you. Ah, okay. Na gut, wir werden ja gleich sehen, was es ungefähr ist. Der Trailer ist so gameplay-technisch zu sagen, hey, einfach erstmal. Aber ich blick da auch nicht mal durch. Mit Multivers und weiß der Teufel alles. Oh, Reptilienhulk. Toll. Also, ja. Der Trailer hat nichts gesagt, was es ist. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. Ja gut, das wurde ja auch schon angekündigt auf Twitter, dass man davon definitiv was sehen wird. Und im Endeffekt wurde das schon durch den Trailer ein bisschen geteasert, dass es der 30. Juni ist. So first of all, Maya, it's really coming. It's really coming June 30th on all major platforms. Und es hat verdammt lange gedauert, dass es I jetzt think all the endlich fans kommt. can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Smile. Na, also die Serie auf Netflix, die ist auch, finde ich zumindest, sehenswert. Kann man machen. Wer braucht Elden Ring, wenn es Cuphead gibt? Ich finde den Grafikstil eigentlich nicht schlecht. Dieses uralt Disney-Grafikstil, so 80er Jahre, hat schon was. Aber ich habe mich bisher noch nicht dran getraut, weil es doch zu schwer ist. Ich habe dem Bersi ja zugeguckt, wie er es gespielt hat und öfters mal geflucht hat. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase.
And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir uns am Samstag die Wholesome Direct angucken. Ich glaube, das war irgendwann was mit 17 Uhr und auch die PC Gaming Show. Aber da muss ich selber gucken, ob ich das termintechnisch hinkriege. Da informieren. Würde ich euch einfach morgen Abend irgendwie informieren. Und Thumbnail fertig machen. Stimmt, den gibt es ja auch noch. Diesen Skill-First-Person-Shooter mit den gekleideten Maskenträgern. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. Auch schon ewig Finding it hard to believe we're in heaven. War das Atlas? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wobei, nee, ich glaube, das ist nicht Atlas. Der ist gepublished. Ein First-Person-Style-Shooter, aber ich habe den als Third-Person eigentlich in Erinnerung gehabt. Aber gut, okay. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Okay, in 7 Tagen. Neon White. Ist auch eine weirde Mischung. Steam und Switch. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express. 16. Juni, also Nintendo Direct oder wie? Ja, mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Titel gerade genannt worden ist, aber get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Ich glaube, in Neon White waren irgendwelche komischen Karten, die man ausspielen konnte für irgendwelche Boosts oder so. Da haben wir uns mal letztes Jahr, glaube ich, ein Gameplay-Trailer angeguckt, aber ich weiß es auch nicht mehr rausgekommen. Also Vorbereitung, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich habe die Shows vom letzten Jahr gucken müssen. Aber ne, verbringe ich über die Zeit für Banjo-Kazooie mit euch. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Ach, Leute. Ihr wisst doch ganz genau, wenn ihr reinschreibt, das ist von dem und den und der hat noch gemacht und der hat noch irgendein Charakterdesign gemacht, dann weiß man schon, ey. A PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's why Ja, stimmt, gibt's ja dann auch wieder. Joining me now is Kleine Megan from Digital Extremes Demo-Party. to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got a lot. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years, but Deviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it.
Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. Wie gesagt, auch hier mit Warframe kann ich leider auch nichts anfangen. Keine Ahnung, nie gespielt, ich weiß es nicht. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Moment, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden von den Machern von Genshin Impact? Warte mal auf den Chat, den allwissenden Chat. Listen. Ganz wilde Kombi, oder? Ja. You are in a daze right now. You don't know who you are. Endlich mal sauberer Sci-Fi. That matters. In the near future, you will encounter many perils. Beim Begriff Open World habe ich aufgehört zu hören. Okay. And embark on unimaginable adventures. Ich glaube, ich habe es richtig verstanden. Irgendwie steckt halt irgendwie Genshin Impact drin. Würde mich also daher nicht wundern. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. That's the you I like. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo Lafu. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. Also doch von den Machern Just a von couple weeks Genshin ago, and it Impact. Ja has gut, the dann detail of habe ich doch Genshin richtig Impact with zugehört. a Danke. fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Ja, wie gesagt, China ist jetzt auch im Geschäft, ne? Also ist halt so. Ja, du, alles gut. Das ist schade. 戦闘準備完了 Okay, ein Action-Slasher. 燃やしましょうレッツゴー最終ターゲット排除
One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles dass das auch arcade schon games back in the day. geleakt worden Well, ist. it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Oh, ein weiterer Charakter, cool. Ja, was doch jetzt, ich bin da, ich weiß, ich habe da auch darauf ein bisschen Bock, aber da warte ich erstmal ab, wie es wird. Aber es ist trotzdem cool. Klar, Turtles-Fans freuen sich wie voll. Spieler cool. Was sieht Chaos dann? Die Frage, wie unsympathisch kann ein Trailer sein? Ja. Kann man ja übrigens bei Limited Run vorbestellen, gibt es dann die Pizza gratis, ne? Oder wie war das? Ja. Humankind. Ist das nicht schon... Ja, wobei, jetzt bin ich vorsichtig. Ist das rausgekommen? Ist ja quasi, ist ja rundenbasiertes. Ich vergleiche das immer gerne mit Civilization, obwohl ich halt relativ wenig gesehen habe. Neue DLC-Elemente. Ah, okay. Weil draußen ist es ja, dann wird es das wahrscheinlich sein. Ne? Hier Cultures of Latin America. By now. But wait, there's more. Wer hatte das auf seiner Bingo-Karte? Er darf jetzt einen Haken hintermachen. How far will you push humankind? Ja, One More Thing halt jetzt für Konsole, ne? Play Day One with Xbox Game Pass. Ja, nice. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to Er hat the modern Civilization era. zwar mal erwähnt.
One Piece is celebrating its 25th anniversary this year. Ach Gott, das ist ja auch noch Bringing the mega popular angekündigt worden. franchise back to video Mensch. games with One Piece Odyssey. Monkey D. Stimmt, da Luffy war ja and noch his was. crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるし。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。立て直すわよ。Ja, wobei es ist halt noch okay. Ich bin gerade überlegen, gab es ein Cell-Shading One Piece? Ich meine ja. Das war so PS2-Ära, glaube ich, gewesen. Sonst sind die alle voll polygonal so. Ist okay. Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits in an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. ここは、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ja, dann. Da hab ich Bock drauf. Da habe ich mir, glaube ich, sämtliche japanischen Trailer zu den einzelnen Dämonen angeguckt. Ich war leicht entzückt. Aber ich suche halt auch einfach nur wieder ein bisschen Persona in meinem Herzen. Take my hand. You get one more chance to make things right. Oh, dieser Ringo echt so englisch gecastet, so tief. So that's our mission then. Save the world. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit cards to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. So, wurde ja gerade erwähnt, Maneater ist ja gerade gratis bei Epic. You nuts? Ja. Achso, stimmt, das wurde auch geleakt, ne? Oder hat Microsoft einfach mal rausposaunt, ja,
Bei jedem Samsung TV ist jetzt übrigens das Cloud Gaming drin. Wie gesagt, auch nett. Samsung Gaming Hub. Ich schwöre, eine Collection, eine Retro Collection. Oh, das Capcom Arcade Stadium 2 ist keine Collection in dem Sinne. Man muss sich, glaube ich, die einzelnen Sachen zusätzlich kaufen, ne? Oder wie war das? Ja, da stand es gerade. Ja, okay. Oh, kleine Werbung zum Super Mario Strikers. Warum nicht? Kommt ja morgen raus. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much Nachdem wir die Beta gespielt haben auch. Battle League, only on Nintendo Switch. Das Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying Ach, das ist doch hier dieser And Doom-Shooter mit Rhythmus oder so, ne? Like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Das tue ich mir auf jeden Fall an. Das war sau cool. Weil im Takt ballern, das ist mal was anderes. Da habe ich auf jeden Fall, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Und dann auch noch Lieder von, ja gut, dann wird es halt wieder streamtechnisch und aufnahmetechnisch wieder ein bisschen, wenn man dann wieder diese berühmten Content-ID-Treffer hat und so. Das ist halt dann doch nicht so toll. Aber die Idee dahinter ist halt fancy. Gerade da ich ja momentan auf diesem Guitar Hero Trip bin und gerade Guitar Hero 3 mit auf einer PS2 daddel, hätte ich da auch schon wieder Lust drauf. Ja, aber ihr seht schon, ich versuche drüber zu quatschen, weil ich ganz genau weiß, wenn ich das Ding jetzt auf YouTube, wenn ich die Aufzeichnung auf YouTube stelle, weiß ich jetzt schon, diesen Bereich, ja, darf wieder irgendein anderer monetarisieren. Naja. Metal Hellsinger. Wie gesagt, ich glaube, das tue ich mir auf jeden Fall mal an. Mach dich leiser. Nein. Ich mache mich höchstens lauter. Quatsch noch dazwischen. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Moment. Ein weiterer Sci-Fi... Nein. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just going to fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911.
You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Very okay. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening, and you're all in it. This is gonna get a little messy. Them's the rules, you noob. Na doch, das habe ich glaube ich auf Twitter irgendwie mal gesehen. Naja. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Geistiger Nachfolger von a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Ich musste gerade ein bisschen kichern, weil gerade jemand gesagt hat, da sind Karten drin und da habe ich keinen Bock drauf. Tada, Karten! Warum? Nein, das voll leid. Nee, das Supermassive Games hat mir wie gesagt was gesagt, aber ich hatte Until Dawn nicht auf den Schirm, beziehungsweise die haben doch, nach Until Dawn haben die doch eher diese Reihe gemacht. Sind sie dann jetzt endlich von dieser Reihe erlöst und können jetzt wieder was Eigenes machen? Oder läuft das parallel? Wäre ja auch noch so eine Frage. Aber ja. Oh Mann, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Nein, Karten! Nein! The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Also wer hätte das gedacht, ne? Ich habe keinen Bock auf Saints Row. Das mit Martin Teil 3 und Teil 4 haben wir voll gerne gespielt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es spricht mich nicht an. Ja, erstmal nackig hinstellen. Hallo Cyberpunk. We are so good at this. Ich weiß nicht, vielleicht hat auch Saints Row bei mir das gleiche Problem wie mit Borderlands 3. Ich werde einfach nicht mehr machen. Oder es liegt vielleicht auch einfach an der Umgebung, die mir einfach nicht gefällt. Dieses wüstenhafte. Ich mochte die Großstadt in Teil 3. Und die Großstadt in Teil 4. Wo ich nie ein Auto benutzt habe, weil ich es gebraucht habe. Ja, es ist halt auch eine GTA-Verarsche, aber dieses Wüsten-Setting finde ich halt nicht so geil. Sonst ja, GTA-Parodie.
Also wie gesagt, Teil 3 und Teil 4 haben Martin und ich sehr, 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 sehr lange und auch mit Euphorie auch gespielt, weil wir jedes Mal dachten so, meine Fresse, jetzt hauen die schon wieder auf die Kacke. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay Aber of hier Warhammer irgendwie, 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. Darktide, ich glaube, das wurde irgendwann auch nochmal gezeigt und angekündigt. On Steam and exclusively on console on Xbox. Und wieder PC nur Epic, von daher Geld gespart. Manufacturer HL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Wobei mir jetzt gerade so nebenbei einfällt, Sensor gab es ja noch irgendwie so einen Zwischenteil bei Teil 4. Aufzeichhnung oder so. Das habe ich wie gesagt nicht gespielt. Da war schon dieser Sensor-Fix und irgendwie wieder weg. Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. Get out of here. Was habe ich denn gesagt? Gott, Blödsinn gewesen. Das ist hier schon wieder ein Siegen gewesen. Nein, hat's nicht sogar. Get out of here mit der Protagonist, der in Teil 3 ja, glaube ich, am Anfang direkt gekillt wird. Und dann auf einmal wieder auftaucht. Oder geklont wird. Oder was der Teufel. Und Sensor 4 hatte so was Matrixhafte drin. Das war auch schon nice. Na, und wie gesagt, bei dem Warhammer bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob ich das mal gesehen habe. Horror games like Blair Witch and the Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world das ist doch das of layers of Blooper-Spiel, oder? fears. Get a dose of this. Your fear will return. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Ketten. Okay. They say it's a tale of sadness and guilt. Befürchte, dass der eine Leak wohl der große Rauschmeister wird. Guck auf den Tacho. Oh, haben wir ja noch ein bisschen hin. Ne? This is a story of my fear, pain and hatred of the horror. Ja, es gab zwei Teils. Aber and it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. also für mich wäre es gleich nur eine große Überraschung, wenn irgendwo Pyramid Head rauskommt. Dann habt ihr mich am Popo. Aber Unreal Engine 5 schon, ja. Layers of Fear, ja.
Auf Fears. Mit einem S. Ja, okay, cool. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin, to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Ne, was ja, glaube ich, bei dem Titel schon bekannt ist, ist halt die Vorgeschichte mit Batman ist tot, deswegen werden die Sidekicks jetzt rausgeholt und der Titel kommt nicht mehr für die Last Gen. Das ist wirklich ein Next-Gen-Titel. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Alternative Kostüme. Das riecht schon so nach. Ah ja, hier übrigens DLC. Es tut mir so leid, aber wahrscheinlich stimmt es sogar. It's up to me. I got this, Bruce. That was Gotham Knights, and now we welcome, oh, look who it is, Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and Ich glaube, was Cap hat vorhin noch gesagt, so First Party oder First Party Sony und jetzt kommt Naughty Dog um die Ecke. We have lots to share with people about all things at Naughty Dog, but first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been Gotham Knight amazing. stirbt Batman early this year, im a Einsatz big milestone. It sold over 10 million units. und hinterlässt dann irgendwie eine Nachricht mit falls ich sterbe, beschützt Gotham. Gab es letztes Jahr schon einen Einführungstrailer mit ein bisschen Gameplay. War nett. Multiple projects. Man hat gegen okay, Pinguin very gespielt interesting. oder so. So, Sowas war das. what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. Gotham Knight, and we felt Entschuldigung. the way to do it justice Nicht is to make Arkham it a Knight. standalone Arkham Knight title. ist was anderes. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. Für Teil 2 sollte man Multiplayer But noch what I kommen, ne? can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year.
Next year. So I wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, you know, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And they're actually, their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it just, I mean, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello. I know. Ashley. Oh, Good to see hi. you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you. So you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise. Ja, is ja, kind of old Last of hat. Us Serie. We've had Except for today. HBO. Except for the date. Morgen it oder was heute one of letzter the hardest Drehtag. things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set. Ja, und ich bin gerade überlegen, das literally every sind die person that I met on that crew Synchronstimmen, glaube ich, gewesen aus is den such ersten zwei a Teilen. fan of this game, and Aber they auch all hier knew what it was that alles they were sehr working vage on bei and mir. Ich committed bin to da leider working echt on this nicht fest project drin. because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming Ja, home. also die Spiele sind bestimmt gut. Ich habe eins hier, aber the attention to ich kam noch detail, nicht dazu. the crew was amazing. Bella and Ich finde, das wird Pedro aktuell are, auch arg gemolken alles. Ja, gut. they're so perfect, and we've been wobei es trying bei- to sort of bei describe den, that feeling of sort of seeing them in Serienproduktionen, person. It's ja, like the keine Ahnung. characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and Last of Us just Remake wurde ja I can't wait angekündigt to für see it. PC und I think it is PS5. going to be Ja, so good. wäre dann die dritte Generation. I Aber love gut, the okay, was rede story. ich von I dritter love Generation, wenn, just being a wenn part wir of die the ja story. schon haben. About the series, I'm Für fascinated drei you guys are going to be in it Generationen. and undisclosed world. I'm so fascinated how it's going to sort of. Aber ich glaube, es bob ist and eine weave and, Gerüchteküche. you know, Ich glaube, are these offiziell wurde es noch nicht characters we know from the angekündigt. Ne? game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes.
I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. We're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at the Alles klar, Olga, dann wünsche ich dir eine gute. Warte, du gehst in 10 Minuten auf. Ja, dann geht's ja. Dann können wir das ja noch angucken. Das Remake zu Last of Us. So why'd you leave? I've been on quite the adventure, little brother. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der Titel war doch vor kurzem erst auf PS4. Was soll das? Egal, einige feiern's. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Getting you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we haven't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Das, was remastert worden ist für die PS4, was jetzt grundaufgebaut worden ist für die PS5. You didn't go back in. I mean, you're using Aber original performances. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of Ist like okay. retarget it on Die the Leute kommen ja dann in den Genuss, die keine PS3 oder PS4 haben. We're seeing side by sides here Und just ja, how es much it has sieht changed. That you went and you redid the gut models, aus. rebuilt everything. Everything jeden is Fall. rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because this. Ja, wie gesagt, da sieht man den grafischen Unterschied. Ich will da auch niemanden reinreden. Von null auf neu aufgebaut. Es wurden keine Assets aus irgendwie den geremasterten Teil genommen, sondern einfach nur komplett remake. Ist okay, aber das Spiel war eigentlich noch nicht dafür bereit, ein Remake zu kriegen. Meiner Meinung nach. Wie alt ist Last of Us? Kam zu Ende PS3 raus. Part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of Part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job. Wobei kam der zweite Teil jetzt eigentlich in der It's really when you play it, when you raus? see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that Ja, wie think of the Last of Us gesagt, für die 2 Leute, die combat, keine kind of PS3 und PS4 hatten, können damit Well, it's auf the jeden Fall whole, like, starten, all the kein new Problem. animation system, the new AI system, everything we've learned on like Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this. Ja gut, Again, okay, to ich give habe that auch definitive keine version. nostalgischen Just to give a quick Erinnerungen shout an out, den Titel. this Ich habe den project is headed Schrank up by nicht gespielt. Matthew Weil Gallant wenn ich ihn and spiele, denke ich Sean mir dann, Sky. Mensch, das ist so ein Remake And wäre you'll geil. hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming Okay, weeks. Teil 2 leading up gibt's to nicht the für den PC. Release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't Ja, given und up die my ganzen Leute, die day dann job. durch die Serie zum Spiel kommen. Ja, ist okay, ist ja berechtigt. Alles gut, alles vollkommen okay. Ich finde halt nur, die Zeitspanne passt. You do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right.
Troy, Aber wie gesagt, die Leute thank you werden so much for ausgeflippt dropping by sein. Summer Game Fest, and I am Ich so hol's halt excited leider that The nicht Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. 9 Jahre, All 2 right, Gens. well, that Ja, is going to do it. 10 Thanks to Jahre. Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream. Das ist das gleiche, das gleiche Problem, was ich auch mit Skyward Sword habe. Es fühlt sich nie, es ist noch nicht bereit. Naja, hört sich so an wie, jo, wir sind fertig. Along with the Epic Games Store Oder kommt Showcase. noch was? And then finally Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a Wenn part alles of klappt, Summer Game Finger Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Okay. Ja. Das war Summer Game Fest. Okay. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. War 10 Jahre? Happy Wer ist 10 Jahre? birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody, put on your party hats. Everybody. Everybody. That's right, that looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. Okay, aber ich glaube, We got a das new one today. gucken wir uns, This wie is from a gesagt, good friend glaube ich, Michael Frey nicht and an, Raphael Munoz. weil Previously, irgendwie, ich Michael habe made a game darauf called Kids wenig with Playables that we published at Double Fine Presents. Außer ihr sagt jetzt so, oh Mann, ich habe da richtig Bock drauf, Day of the Devs zu gucken. Aber für mich ist das jetzt irgendwie, nee, ich muss noch dieses Summer Game Fest irgendwie verarbeiten. Also irgendwie, ja, okay, man hat gesagt, so, ja, nur angekündigte Spiele werden gezeigt, waren ein paar Sachen dabei, war nett. Aber ihr habt gesehen, richtig vom Hocker gehauen hat mich da irgendwie gefühlt nichts. Metal Hellsinger, ja, auf jeden Fall. Metal Hellsinger, klar, aber das war ja auch bekannt. Das war so wieder ein Weckruf, so, ey, hier, wir sind noch da gibt's noch so einen Shooter mit Rhythmus und Bum, Bum, Bum und so weiter, aber war okay. War jetzt nichts, wo man jetzt sagen müsste, wow, Mann, geil, hier, wow. Aber vielleicht bin ich auch einfach das falsche Publikum für sowas. Naja. Devolver muss es richten heute. Spätestens um 0 Uhr. Deswegen. Da sind sie wieder. Na, deswegen. Also für mich hat da jetzt leider überhaupt nichts vom Hocker gerissen. Die zweite Stimmfalte. Ja, was soll ich machen? Es ist halt irgendwie. Ich kann es nicht so schlecht reden. Es war eine gute Darstellung, eine gute Show, aber eigentlich. Es war nichts für mich dabei. Und wie gesagt, die ganze Sache mit Last of Us, ich finde 9 Jahre, um dann Remake rauszuhauen, ist ein bisschen sehr krass. Erst recht, weil es ja vorher remastert worden ist. Das ist so, als ob ihr vor 5 Jahren Skyward Sword bekommen habt und dann kriegt ihr nochmal Skyward Sword. Und zahlt nochmal den vollen Preis. Fühlt sich halt ein bisschen weird an. Nochmal
Deswegen, also, klar kann ich mir auf meine, ja, wobei, ist es ein Port? Ja, eigentlich jein. Ist ja mehr so ein Remake, aber eigentlich, im Endeffekt wurde wieder was verhört. Also mache ich mir definitiv den Stempel in der Bingo-Karte. Aber mehr habe ich ja dann auch nicht, ne? Oder hatte ich noch was auf meiner Bingo-Karte hier? Ja, Blooper macht ja kein Silent Hill. Blooper macht Layers of Fear. Ne, ist nicht eins, ist nicht zwei, sind mehrere. Und sonst gucke ich auf meine Karte. Nothing. Es wird auch kein VR-Titel gezeigt, fällt mir auch gerade ein. Krass. Ja, klar, warum nicht? Weil die Leute dann halt mitgenommen worden ist. Aber wenn du jetzt nur beziehst auf dich oder jetzt in meinem Fall auf mich selbst, ich hätte ein Remake erst mit der PS6 gerechnet, weil du kannst ja den PS4-Teil ja auch auf der PS5 spielen. Oder geht das nicht? Na, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das sinnig ist. Aber die Leute werden es kaufen, das ist klar. Aber irgendwie, der Multiplayer, der hört sich dann doch eher interessanter an, weil dann wird daraus irgendwie eine Geschichte erzählt oder so. Wird halt ein Standalone sein, nachdem sie ja eigentlich gesagt haben, wir machen zu Last of Us 2 Multiplayer. Hatte Last of Us 1 irgendwie Multiplayer gehabt? Ich kann mich nicht entsinnen. Ja, klar, okay. Aber wie gesagt, holt mich jetzt nicht ab. Aber gut, okay. Ne, ist auch jetzt für mich ne, hatte Multiplayer, okay. Deswegen holt mich jetzt, wie gesagt, auch nicht ab. Ist für mich auch kein Grund, eine PS5 zu kaufen. Ne, ist ein Grund, wo man dann eventuell mal im Auge behält und sagt so, oh ja, für 30 Euro, habe ich ja mit Last of Us auch so gemacht. Ich habe die PS3-Version habe ich mir gekniffen, weil ich dann gesehen habe, es gibt ein Remaster für die PS4 und dann habe ich mir für, ich glaube, für einen 20? Nee, für einen 10 habe ich mir dann die Remaster-Version geholt. Und ich glaube, ich habe sogar Teil 2 im Schrank. Ich sehe es gerade, ich habe sogar Teil 2 im Schrank. Teil 2 war auch so ein Ding mit God of War, glaube ich, zusammen 30 auf 30 Flocken. Und ich habe beide nicht angerührt. Wobei God of War habe ich auch. God of War, warum wird denn da nichts gezeigt? Ich verstehe das nicht. Ist es noch nicht so weit? Strange. Alles sehr, sehr komisch. Na, aber gab ja ein paar Highlights. Eine Handvoll. Ne? Metal Hellsinger. Und noch ein paar andere, die mir jetzt gerade entfallen sind. Die besten Spiele ihrer Jahre und du hast sie nicht gespielt. Ja, sorry, ich habe zweimal Persona durchgespielt. Und noch andere Spiele, die mir halt irgendwie dann doch ein bisschen wichtiger waren. Ich habe Breath of the Wild durchgespielt. Seid mal stolz auf mich. Das Last of Us Remaster? Boah, das kann gut sein, dass das irgendwann mal auf einer Gamescom war oder irgendwie bei einem Amazon-Deal. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall Bock drauf, nur irgendwie, ich kam nicht dazu. Ich kam einfach nicht dazu. Ich gucke auch gerade nach, was kam denn in der Zeit noch? Red Dead Redemption sehe ich gerade. Und Catherine war auch irgendwie in den Zeitpunkt raus. Was machen wir jetzt noch? Ja, was machen wir jetzt noch bis 2? Ja, was machen wir noch? Wir haben jetzt ungefähr 1,5 Stunden. Ich habe insgesamt 2 Vorschläge. Entweder wir resümieren den Summer Game Fest mit sehr vielen Runden Mario Kart für die Switch. Oder ich habe hier noch liegen das Spiel Double Dragon and Kunio-kun Retro Brawler Bundle. Das kam heute nämlich rein. Ich habe heute ein schönes Paket von Limited Run bekommen. Unter anderem ist der Titel dabei. Die anderen beiden Titel, also Haven, möchte ich dann doch lieber offline spielen. Und den anderen Titel bin ich mir nicht mal ganz sicher, ob ich den euch überhaupt zeigen kann, weil ich meine, der Xbox 360, die Xbox 360 Live Arcade Spiel, also Xbox Live Arcade Spiel, damals für die Xbox 360, war, glaube ich, nämlich hierzulande indiziert. Aber muss ich nochmal nachlesen, ob das bei dem Titel der Fall ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, die beiden Vorschläge habe ich, Mario Kart oder Double Dragon. Ihr könnt mal in den Chat schreiben, worauf ihr Bock habt. Auf beides wäre logisch. Ja, wie gesagt, ein bisschen sehr viel Hardcore-Retro. Oder wir dann halt eine Runde Mario Kart mit dem DLC, was ich immer noch nicht habe. Dann jetzt Last of Us reinschmeißen. Nee.
Das müsste ich erst installieren. Dafür müsste ich Datenfestplatten technisch erst wieder was runterlöschen. Und das würde dann auch wieder zu lange dauern mit der Installation. Also, nö. Mein GB Operator kommt wohl endlich diese Woche an. Ja, cool. Nice. Der Hamburg-Pirat schreibt Double Dragon. Wie gesagt, ich gehe nur kurz für kleine Königstiger. Ich muss nämlich auch die Szene umbasteln, weil ich habe ja noch die Analog Pocket Auflösung drin, die muss ich ja dann wegmachen, weil das ist ja dann wieder Fullscreen 16:9. Deswegen, da muss ich noch ein bisschen basteln. Deswegen bleibt dran. Gleich geht's weiter mit entweder Double Dragon oder Mario Kart. Entscheidet mal im Chat, was ihr sehen wollt. Na gut. Und für die Leute, die sich jetzt verabschieden, weil ich ja normalerweise Donnerstag immer noch bis 10 Uhr mache, wünsche ich euch auf jeden Fall morgen noch einen erfolgreichen Freitag, ein schönes Wochenende. Man sieht sich, denke ich mal, im nächsten Livestream spätestens Xbox Showcase. Ne? Da wird ja das nächste große Showcase dann sein, was wir uns definitiv angucken werden. Oder zumindest zurzeit geplant ist anzugucken. Genau, ich wünsche auch eine gute Nacht, Ogasi, Death Black Java, haut rein, kommt gut zu Bette, schlaft gut. Und auch die Eier, schlaft gut, habt einen erfolgreichen Freitag, schönes Wochenende. Ich gehe in die Pause. Bis gleich. Ciao.